Du hast bemerkt, dass du mit sehr angespannten Lippen spielst, auch in der normalen Lage, beziehungsweise dass dein Hals angespannt ist, fest ist oder deine Zunge auch angespannt ist und nicht locker fließen kann, arbeiten kann, anstoßen kann. Oder du hast eine längere Pause gemacht und möchtest mit dem Trompete spielen jetzt wieder starten, dann bist du hier auch genau richtig. Also, wir überlegen, wir haben natürlich jetzt eine Sicherheit aufgebaut und diese resultiert immer nur daraus, dass wenn wir fest angespannt sind und stark die Luft reinpusten, dann klappt es. Natürlich klappt es auch wesentlich entspannter, aber da haben wir aktuell kein Vertrauen drin, deswegen auch dieses übermäßig angespannte. Wir trainieren jetzt Schritt für Schritt, wie wir dieses Vertrauen, diese Selbstsicherheit wieder aufbauen und dementsprechend auch lockerer Trompete spielen können. Das ist jetzt ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber man muss damit beginnen, damit man eben auch hier durch das lockere und weiche Spiel wieder Selbstsicherheit aufbaut. Also, wir nehmen erstmal die Ausgangsposition, unsere Lippen sind geschlossen und wir pusten Luft dagegen. Unsere Zunge ist in einer Lispelposition. Hier sollte keine Verspannung zu bemerken sein. Der Hals ist offen, die Zunge ist nicht angespannt, die Luft fließt nach außen. Wenn ich jetzt den Ansatz etwas halte, kommt dieses Lippensummen automatisch zustande. Wir machen es gleich nochmal. Und ruhig nach unten gleiten lassen oder auch wieder zurückkehren. Auf jeden Fall wichtig, immer hier zu beobachten, ist der Hals locker, ist die Zunge locker oder gibt es sonstige Blockaden, die du feststellst. Wenn das locker und frei funktioniert, ich empfehle das immer ganz am Anfang von deinem Überalltag zu machen, damit du einen locker und weichen Einstieg hast und nicht gleich in Stress, Spannung oder in dieses forcierte Spiel kommst, dann wechseln wir jetzt auf die Trompete. Und zwar auch in der tiefen Lage. C1 ist unser Startton. Bewegen uns erstmal in der tiefen Lage, dort sind wir meistens am lockersten. Wir haben die beiden Wechseltöne C und H und wenn das funktioniert und du merkst, dass du keine Spannung hast, dass alles locker und weich fließen kann, dann kannst du den Tonraum ausweiten. Ich empfehle dir erstmal nach unten zu gehen. Und da kannst du rumspielen. Du merkst, ich spiele nicht laut. Es ist Piano jetzt gerade eben hier in diesem Raum. Vielleicht ist es übers Video lauter, aber wir versuchen eben keine Blockaden entstehen lassen. Wenn ich jetzt im Fortissimo starten würde, müsste ich ja viel mehr Luft ins Instrument pusten. Der Ansatz müsste viel stärker angespannt sein und gegenhalten. Und da kommt es natürlich schneller zu Blockaden und es ist auch die Gefahr, dass der Hals zugeht. Also wir nehmen immer tiefe, lockere und vor allem auch leise Töne. Hat das funktioniert bei dir? Dann gehen wir eine Etage höher zum nächsten Naturton. G1 ist unser Startton und auch hier spielen wir auf die gleiche Art und Weise. Erreichen jetzt nicht das tiefe Fis, sondern dementsprechend das Des oder Cis1, aber letztendlich auch wieder chromatisch, wie gerade eben auch. Und die Bewegung. Jawohl, funktioniert das bei dir, dann kommt der Schritt zum nächsten Naturton C2. Auf die gleiche Art und Weise. Und natürlich dann die Kombination. Und irgendwann muss man halt nachatmen, beziehungsweise eben dann auf einem Endton eben diese Übung beenden. Wichtig ist, auch beim angestoßenen Ton ist es so, dass die Luft fließt, wie in der Vorübung, und jetzt stößt die Zunge dazwischen an. Das heißt, wir haben einen permanenten Luftfluss und die Zunge trennt den Luftstrom. Vorübung. Ich habe permanent
Und jetzt die Trennung. Auf der Trompete. Wir starten wieder beim C1. Nimm dir immer einen überschaubaren Abschnitt. Bam, 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 bam. Wären zum Beispiel 4 Achtelpakete zu je 4 Achteln mit Abschlusston. Jam, bam, 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 bam. Oder du nimmst Sechzehntel. Ganz egal. Immer eine Strecke nehmen, die du überblicken kannst. Jam, bam, 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 bam. Wäre es eventuell ganz am Anfang. Also. Pause. Pause. Klappt das? Und auch höher. Immer im Tenuto. Und C2. Und so weiter und so fort. Also, wichtig ist immer, dass du auf dein Körpergefühl achtest. Wie fließt die Luft nach außen? Habe ich Blockaden bei der Einatmung? Habe ich Blockaden beim Luft nach außen pusten? Kommt die Blockade beim Anstoß oder ist es auch beim Gebundenen so? Bekomme ich die Blockaden, die Spannungen auf diese Art und Weise weg, geregelt bzw. in den Griff, dann kannst du auch eine Stufe lauter spielen, also Mezzo forte auf Forte. Aber übertreibst noch nicht innerhalb von einer Woche muss jetzt alles funktionieren, sondern das kannst du immer ganz entspannt und locker zu deinen Aufwärmübungen dazu nehmen. Wir nehmen uns ein Thema, wie zum Beispiel locker und weich spielen und bauen das in unser Einspielprogramm mit ein. Das heißt, ist in nächste Woche zum Beispiel das Thema Anstoß, dann bauen wir diesen Anstoß gleich in unser Einspielprogramm mit ein. Nicht zu viele Übungen machen, sondern immer ein Thema fokussiert mit dem Einspielen dazu bauen. Danach kommen wir natürlich auch zu Etüden, Literatur etc. pp. Aber der Übergang von Einspielen auf Üben ist natürlich sowieso immer gegeben. Also man kann jetzt nicht sagen, hier 3 Minuten einspielen und danach läuft das Etüdenprogramm, sondern meistens ist es, wir spielen uns ein, machen uns warm, spielen gebundene Sachen, spielen gestoßene Sachen. Und automatisch kommen wir dann schon zu unseren Etüden, zu unseren Konzertstücken, zu unserer Literatur, die wir eben vorbereiten möchten. Und dementsprechend sind wir dann schon mitten im Üben drin. Deswegen ist für mich immer wichtig, wenn ich ein Thema habe, wie zum Beispiel Anstoß bzw. lockerer und weicher spielen, immer gleich mit ins Einspielprogramm dazu. Man ist am Anfang noch frisch, man ist konzentriert und auf jeden Fall noch leistungsfähig und kann dann auf viele verschiedene Punkte gleichzeitig achten. Körpergefühl, Luftfluss etc. pp. Und danach gehen wir eben einen Schritt weiter und so fort. Also wir bauen uns sozusagen ein Gebilde auf, das eben aus vielen Bereichen, aus vielen Punkten besteht, aber nicht alles auf einmal. Ich wünsche dir bei deinem Trompetentraining viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.